Hallo und herzlich willkommen zu Gamersground TV. Ich bin der Alex und ich habe heute ein Entwicklerinterview mit Nico und Johannes. Die beiden sind bei Shurei tätig, einem deutschen Entwicklerteam und eher Modding-Team für Mods und Total Conversions zu den Bethesda-Spielen, also Elder Scrolls und Fallout. Und die beiden arbeiten aktuell an Enderal, die Trümmer der Ordnung, ihrer Total Conversion zu Skyrim. Und Nico und Johannes würden sich jetzt euch erstmal vorstellen und euch erzählen, was sie denn so im Team machen. Nico, bitte. Ja, also hallo an alle, ich bin der Nico und mittlerweile seit 2 Jahren bei Show AI. Und was mache ich? Also meine Verantwortungsbereiche sind hauptsächlich Writing, also Dialoge und Story schreiben, Öffentlichkeitsarbeit, Sprecherkoordination, Leveldesign, Musik und ein bisschen 3D-Modellierung auch. Ja, hallo Alex, hallo Gamerscout, hallo Zuhörer. Meine Aufgabengebiete sind so ein bisschen sowohl Projektorganisation, also ich kümmere mich um die internen Abläufe, die wir haben, Milestone-Einhalten, Milestones organisieren, was muss wann fertig sein, damit die anderen ihre Arbeit anfangen können, dass unsere Arbeit und unsere Strukturen eins zu eins aufeinander aufbauen und wir so Fortschritte machen. Ähm, Dann kümmere ich mich auch noch um das Leveldesign, das Balancing und um die groben Gameplay-Mechaniken, also Erfahrungspunktesystem und die neuen Systeme, die wir in Enderal haben. Das ist ja eine ziemliche Menge. Du klingst wirklich schon fast wie das Mädchen für alles im Team. Und das Team, beziehungsweise das Spiel, darum geht es ja jetzt. Und für ja, die Neulinge unter euch Zuhörern werden wir natürlich jetzt noch mal kurz erzählen, was ist Enderal dann überhaupt für ein Spiel oder für eine Mod oder eine Total Conversion und was genau ist eine Total Conversion? Also, äh, was sollte man über diese Total Conversion Enderal, die Trümmer der Ordnung, wissen? Okay, damit wir nicht aneinander vorbeireden, würde ich gerne ein paar Worte darüber verlieren, was eine Total Conversion überhaupt ist, weil ich stelle immer wieder fest, dass es unheimlich viele Spieler gibt, die den Begriff noch gar nicht kennen. Eine Total Conversion ist eine komplette Umkonvertierung eines Spiels. Man könnte also sagen, wir entwickeln ein neues Spiel in einer neuen Welt mit neuen Gameplay-Mechaniken mit der Engine von Skyrim. Das heißt, wir erweitern Skyrim nicht um neue Features, dass wir Quest XY oder ein neues Rüstungsset einbauen, sondern wir machen da wirklich ein neues Spiel, das völlig eigenständig von dem ist. Wir sprachen jetzt von Total Conversions, aber wie kommt man denn in dieses Spiel rein? Gibt es da so eine bestimmte Stimmung oder so ein bestimmtes Feeling, das dieses Spiel ausmacht, wenn man, ja, wenn man es anfängt und irgendetwas, das man wissen sollte, bevor man anfängt zu spielen, vielleicht etwas, das im Vorgänger passiert ist? Enderal fußt von der Handlung her zumindest auf dem Vorgänger Nerim und die Ereignisse von Enderal geschehen circa 2,5 Jahre nach denen von Nerim. Und es ist nun mal so, dass nach den Geschehnissen dort die Welt in eine Art Chaos verfallen ist, aus unterschiedlichen Gründen. Und vor allem auf Enderal, das ist ein relativ kleiner, abgelegener Kontinent, geschehen besonders seltsame Dinge, nämlich dass Menschen kollektiv beginnen, den Verstand zu verlieren, also dass, egal, also Männer und Frauen jeden Alters, plötzlich in Akte der Gewalt oder sowas ausbrechen, Amok laufen und niemand weiß so recht, was dahinter steht. Und man kann sich als Spieler darauf einstellen, dass man selbst durch ungewöhnliche Umstände, sage ich mal, in dieses ganze Thema reingezogen wird und am Ende herausfindet, was wirklich dahinter steckt. Und was sind denn die wichtigsten Unterschiede zu Skyrim jetzt im Speziellen? Denn die meisten Spieler, die sich jetzt für Enderal interessieren, werden ja sicherlich Skyrim gespielt haben und vielleicht auch erst mit Skyrim zu der Reihe gekommen sein und kennen deswegen eure Vorgänger nicht, an die Enderal ja sicherlich sich anlehnen wird. Was sollte ich da wissen, bevor ich das Spiel beginne? Der Unterschied zu Skyrim ist, dass wir eine größere Fokussierung auf die Story liegen. Das ist für ein Open-World-Spiel relativ selten. Das hängt auch einfach damit zusammen, dass Open-World-Spiele und gerade Elder Scrolls ist da ein Vorreiter davon, dass Open-World-Spiele versuchen, dem Spieler möglichst viele verschiedene Spielstile anzubieten, damit jeder Spieler eine Identifikationsmöglichkeit mit seinem Charakter hat.
das ist auch die Begründung, warum die Storys und die Handlungen in Open-World-Spielen wie Skyrim meistens relativ seicht sind. Wir finden, dass man das anders machen kann, dass man da auch eine stärker inszenierte und komplexere Handlung mit einbinden kann, ohne dem Spieler gleich die Identifikation mit seinem Charakter zu nehmen. Darüber hinaus verabschieden wir uns von dem Learning by Doing System, das wir in Skyrim haben. Das heißt, dass du in Enderal deine Fähigkeiten nicht mehr dadurch verbesserst, dass du sie anwendest, sondern dass du durch altbewährte Erfahrungspunktesysteme zu deinem Fortschritt kommst. Du bekommst durch das Lösen von Quests oder verschiedenen Aufgaben, durch das Besiegen von Gegnern Erfahrungspunkte, die du dann in das Verbessern deines Charakters investieren kannst. Also was man auch noch hinzufügen könnte, ist, dass Enderal im Gegensatz zu Skyrim viele verschiedene Klimazonen haben wird. Also man hat Heidenlandschaften, Wüsten, grüne Wälder. Man ist einfach nicht mehr so fixiert auf dieses nordische Setting. Da haben wir auch jede Menge neue Modelle, die wir verwenden, um das Ganze möglich zu machen. Das ist ja schon mal eine Menge an wesentlichen Gameplay-Unterschieden zu Skyrim. Hört sich wirklich klasse an. Aber wir haben natürlich auch in eurem Forum einen Aufruf gestartet an die Community, dass sie, ja, in dem Fall mich mit Fragen bombardieren können, was sie denn so wissen wollen von euch. Und ich würde sagen, da kommen wir jetzt mal zu, dass wir jetzt erstmal diese Fragen zu einem Möglichen durchgehen und dann zum eigentlichen Hauptthema, das nämlich vom Skill- und Talentsystem in Enderal handelt, das auch ganz anders sein wird als in Skyrim. Also, es ist aus der Community die Frage gekommen, ob es in Enderal Kinder geben wird wie in Skyrim. Also natürlich wird es Kinder geben. Es wäre auch irgendwie ein bisschen komisch, wenn wir die Möglichkeit nicht nutzen würden. Tatsächlich ist es auch so, dass es zwei größere Quests geben wird, in denen ein Kind eine Rolle spielen wird. Aber mehr wollen wir dazu jetzt nicht sagen. In einigen Spielen ist es ja so, dass man diese ja mehrfach durchspielen muss, um überhaupt alles im Spiel erleben zu können. Also The Witcher 2 wäre ein Beispiel, wo man eigentlich mindestens zweimal das Spiel auf verschiedene Art und Weise spielen muss, um wirklich alles gesehen zu haben oder ansatzweise alles gesehen zu haben. Wird es sowas in dem Maße auch bei euch geben, dass es so bahnbrechende Entscheidungen gibt, dass man das Spiel im Endeffekt nochmal spielen muss, oder läuft es in einem kleineren Rahmen ab? Also wir haben uns definitiv die Kritik aus Nerium auch zu Herzen genommen. Es wird auf jeden Fall mehr Entscheidungsfreiraum geben und es wird sich auch rentieren, das Spiel zweimal durchzuspielen. Natürlich ist jetzt Witcher da ein extremes Beispiel, weil da ja die Entscheidungen wirklich, wie du schon gesagt hast, so ein kolossales Ausmaß haben. Das können wir uns natürlich auch aufgrund fehlender Manneskraft einfach nicht leisten, weil es ja enorm viel Arbeit ist, so zwei komplett unterschiedliche Handlungen dann nochmal zu designen. Aber es gibt auf jeden Fall mehr Entscheidungen und auch wirklich wichtige Entscheidungen, vor allem gegen Ende hin. Für ein gutes Spiel und für ein interessantes Spiel ist die Spielwelt enorm wichtig. Und ihr sprach davon, dass ihr ein Open-World-Spiel schaffen wolltet oder schaffen wollt. Wird dieses Spiel denn zu allen Zeitpunkten Open World sein oder wird es wie in Nerem einige Gebiete geben, in die man erst später während des Storyverlaufs gelangen kann? Die Spielwelt wird zu aller Zeit wirklich Open World sein. Das heißt, du hast keine Region und keine Stadt, die du nicht von Anfang an betreten kannst. Das ist ein großer Unterschied im Vergleich zu Nehrim. Wir hatten in Nehrim 2 von 3 Städten, die erst im Laufe der Main Quest freigeschaltet wurden. Und auch eine ganze Region, nämlich das Südreich, für die sich erinnern, die man erst im letzten Drittel des Spiels betreten konnte. Sowas wird es in Enderal nicht mehr geben. Das heißt, du kannst die gesamte Spielwelt, zumindest in der Theorie, erkunden, ohne die Main Quest überhaupt erst anzufassen. Wobei es natürlich für einen Level 1 Charakter ziemlich gefährlich ist, die High-Level-Region, sage ich mal, zu erkunden. Aber es wird möglich sein. Und vielleicht kann er sich auch an Gegner vorbeischleichen. Das hängt ganz vom Spieler ab. Da ihr ja jetzt gesagt habt, dass ihr eine offene Spielwelt habt, die sicherlich auch sehr, sehr groß sein wird, allerdings ohne Schnellreise wie in Skyrim, also kein Klick- und Da-System. Wie kommt man denn dort schnell voran? Gibt es einen Teleport oder einen
Kutschensystem oder wie muss ich mir das vorstellen? Also es gibt definitiv ein Schnellreisesystem. Es wird nicht mehr so sein, dass man sich einfach mit einem Klick auf die Karte herumteleportieren kann, wie in Skyrim, sondern es gibt zweierlei Möglichkeiten, sich schnell fortzubewegen. Zum einen, und das ist vor allem in den ersten Akten sehr wichtig, gibt's gezähmte Flugtiere, sogenannte Myraden. Das sind so gigantische, raubtierartige Vögel, auf deren Rücken man von Turm zu Turm fliegen kann. Und es gibt halt mehrere Landepunkte, die die Myraden in Enderal ansteuern können. Und später kann man dann auch Teleportzauber dazulernen, mithilfe derer man sich noch schneller zu verschiedenen Punkten bewegen kann. Und das Teleportnetz ist hier auch dichter aufgebaut, als es in Nerem der Fall war. Da Enderal offenbar ziemlich vernetzt ist in der Region über dieses Flugsystem mit den Miraden, äh, kann man denn auch quasi auch handeln und sagen, ich fliege jetzt zu Stadt X und kaufe da von mir aus Eisen günstig ein, weil da eine große Mine ist und fliege dann in, in einen ganz entfernten Ort und verkaufe da das Eisen und mache wegen mangelnden Bedarfs an Eisen da großen Gewinn mit? Geht das? Wenn wir beabsichtigen, dass das in dem Moment machbar ist, weil es dazu eine Quest gibt, die auch vielleicht unendlich wiederholbar ist, weil in dem Ort gerade Mangel an Eisen ist, dann ist es möglich. Grundsätzlich gibt's aber, wenn du das über das normale Handelsmenü machst, keine unterschiedlichen Preise in verschiedenen Siedlungen. Das hängt auch damit zusammen, dass das Handelssystem hardcoded ist und wir es gar nicht wirklich beeinflussen könnten und wir auch das außer in den Fällen, wo wir es explizit wollen, wie dein Eisenbeispiel oder ein anderes Beispiel wäre, dass wenn eine Stadt belagert wird, ähm, dass du, wenn du Lebensmittel in die Stadt bringst, da einen höheren Preis dafür verlangen kannst im Rahmen einer Quest. Dass wir aber ansonsten das nicht beabsichtigen, grundsätzlich zu implementieren, dass du für jeden Ort andere Preislisten hast. Und wie sieht's mit dem optischen oder dem vertontem aus? Werdet ihr sämtliche Grafiken und Texturen komplett neu von Grund auf erschaffen? Oder ist es eher so wie oder so wie es zumindest in Nerium geschienen hat, dass einige Texturen aus Oblivion einfach weiterverwendet worden sind? Ja, wir benötigen dadurch, dass wir ein anderes Setting benutzen, auch verschiedenere Settings, als das in Skyrim der Fall war, eine große Palette an verschiedenen neuen Meshes und Texturen. Die bietet Skyrim von Natur aus gar nicht. Das heißt, bei Oblivion konnten wir, um Städte oder Wälder zu bauen, noch einen Großteil der Objekte aus Oblivion selbst verwenden. Das ist uns jetzt gar nicht mehr möglich, denn wenn wir mit den Teilen aus Skyrim eine Stadt bauen möchten, würde die auch aussehen wie eine Wikingerstadt. Das versuchen wir zu vermeiden und deshalb benutzt Enderal eine viel größere Anzahl eigener Meshes und Texturen, als es bei Nehim noch der Fall war. Auf der anderen Seite macht es für uns aber auch nicht so viel Sinn, wenn wir jeden Farn eine neue Textur und jedem Stück Laub eine neue Struktur geben, so dass wir schon noch Teile von Skyrim wiederverwerten. Nur wie gesagt, ist der bedeutend kleiner und ich schätze im Moment ist es auf das Verhältnis von 60% eigene Meshes und Texturen und 40%, die wir aus Skyrim recyceln. Wie wollt ihr denn Enderal im Endeffekt vertreiben? Das war auch eine Frage aus der Community. Möchtet ihr das wie viele kleinere Indie-Firmen das über Steam Greenlight vertreiben oder macht ihr das auf andere Art und Weise? Leider ist ein Vertrieb über Steam Greenlight aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir kein Indie-Game machen, das vollkommen unabhängig ist, sondern Enderal basiert immer noch auf der Skyrim Engine und ist damit rechtlich als Mod einzustufen. Das bedeutet auch, dass wir kein Geld, keinen Gewinn für Enderal in Anspruch nehmen können. Könnte man nicht alternativ dann über den Workshop des Spiel, also Enderal, die Trümmer der Ordnung vertreiben? Denn dort werden ja gewöhnlicherweise Mods vertrieben, oder nicht? Den Workshop wird es vermutlich nicht möglich sein, ganz einfach, weil er klare technische Limitierungen hat und Enderal ist ganz einfach gesagt zu groß.
Aber wir werden einen eigenen Launcher coden, der das relativ komfortabel möglich machen wird, das Spiel zu installieren, zu starten und zu spielen und zu updaten natürlich. Macht er auch was am Interface? Also eine der populärsten aller Skyrim-Mods ist immer noch SkyUI, die das ja sehr konsolige Interface von Skyrim tabellarisch neu ordnet. Wir benutzen Modifikationen, Optimierungen für die Interfaces von Skyrim. Aus unserer Community wurde häufig der Wunsch geäußert, dass wir das Interface optisch an ein eher Fantasy-gemäßes Setting anpassen, weil viele Spieler das Interface von Skyrim relativ futuristisch empfunden haben. Das ist einer der Punkte, die steht bei uns auf einer Wunschliste. Das hängt damit zusammen, dass wir das eigentlich tun möchten, aber wir verschiedene Punkte freihalten müssen, um auf Verzögerungen in unserem Projektplan reagieren zu können. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir leider keine Firma sind und auf die Mitarbeit unserer Teammitglieder angewiesen sind. Und das kommt leider auch manchmal vor, dass unsere Mitglieder aus privaten Gründen keine Zeit mehr in Enderal investieren können. Und wenn ein Mitglied verloren geht, dieses auch nicht ohne weiteres sofort ersetzt werden kann, sodass wir mehrere Aktivposten brauchen, wo wir unter Umständen während der Entwicklung Features rausstreichen können, damit noch die Kernziele realisierbar sind. Unterm Strich heißt es nichts anderes, als dass wir das machen möchten und dass wir das Interface optisch überarbeiten möchten. Das hängt aber davon ab, wie der nächste Fortschritt in den nächsten Monaten bei Enderal vorangehen wird. Eine Sache, die mir wirklich noch eher auf den Lippen brennt, beziehungsweise der Community auf den Lippen brennt. Es wurde immer wieder in Skyrim oder an Skyrim kritisiert, dass die Quests nicht wirklich schwierig zu bewältigen waren, beziehungsweise dass man immer eine Art Navigationssystem hatte. Ein Pfeil, der einen genau gezeigt hat, wo man hin musste. Wird es in Enderal auch so sein, dass man ja quasi ein Navigationssystem hat oder dass man selber den Text lesen muss, um herauszufinden, wo man denn hingehen soll, wie in Morrowind? Diese Frage kann man nicht allgemein beantworten. Das hängt damit zusammen, dass unsere NPCs als Beispiel zum Teil zufallsgenerierte Tagesabläufe verfolgen, die jeden Tag anders sein können. Das heißt, wenn du einen NPC im Laufe einer Quest aufsuchen möchtest, musst du ungefähr wissen, wo er sich befindet. Das heißt, in solchen Fällen, wenn eine Position eines Questziels nicht durch einen Text in einem Tagebuch oder durch einen Dialog hervorgehen kann, benutzen wir die sogenannten Questmarker, also einen Pfeil, der auf das Ziel zeigt. Diese werden aber nicht so inflationär benutzt, wie das in Skyrim der Fall war. In Skyrim gab es jede Menge Möglichkeiten, sich ein Haus ja, zu kaufen von ja, vom kleinen, schäbigen Bauernhaus bis zur großen Villa in Einsamkeit. Und wird es auch in Enderal wieder so möglich sein. Also in Nehrim konnte man im Laufe der Hauptquest eine Burg erwerben, beziehungsweise man bekam eine Burg geschenkt. Gibt es ähnliches hier? Du wirst als Spieler in Enderal die Möglichkeit haben, dir ein Haus zu kaufen und es auch zu mobilieren. Wir haben sogar die Möglichkeit geboten, dass du dir im Adelsviertel, wie das in Skyrim auch der Fall war, eine ganze Villa leisten kannst, die auch aus mehreren Gebäuden besteht. Du kannst auch im Rahmen unserer Main Quest in den Örtlichkeiten einer Fraktion, die für die Main Quest relevant ist, einziehen und deren Räumlichkeiten nutzen. Eine geschenkte Burg wird es in Enderal allerdings nicht wiedergeben. Kommen wir nun zu dem Talentsystem. Wir wollen uns jetzt eigentlich um das Hauptthema unterhalten dieses Interviews. Dafür bitte ich jetzt allerdings die Entwickler nochmal kurz zu erklären, was denn anders ist an dem Talentsystem in Enderal im Vergleich zu Skyrim. Also zu unserem Talentsystem haben wir bereits eine erste Devlog-Episode veröffentlicht, die auch in der Videobeschreibung verlinkt sein wird. Aber um das Ganze nochmal auf die Essenz runterzubrechen, ist es so, dass wir die Drachenschreie aus Skyrim entfernt haben und auch das Perksystem general überholt haben. Und es ist halt so, dass es insgesamt 9 Disziplinen gibt, wobei jede Disziplin ein oder zwei Fertigkeiten, wie ihr sie aus Skyrim kennt, also Zerstörung, Taschendiebstahl, Schwertkampf, beinhaltet. Und ihr halt in jeder dieser Disziplinen insgesamt 15 Erinnerungen,
die ich jetzt der Einfachheit halber Perks nennen werde, freischalten könnt. Und 2 davon sind aktive Talente, die die Shouts ersetzen. Das ist auch alles in dem Dev-Blog anschaulich erklärt mit Beispiel. Ja, und es ist halt so, dass man mit jedem Level-Up einen sogenannten Erinnerungspunkt bekommt, mit dem man einen dieser Perks freischalten kann. Wie viele Talente kannst du pro Klasse oder pro Charakter freischalten? Also gibt es da überhaupt eine Limitierung? Und bekomme ich diese Talentpunkte oder bekomme ich die nur durchs Level Up oder bekomme ich die auch auf anderen Wegen oder mit Geld? Ja, also dadurch, dass man, wie erwähnt, ja mit jedem Level-Up einen Erinnerungspunkt bekommt, sind natürlich die Anzahl der Perks, Schrägstrich Erinnerungen, die man freischalten kann, limitiert auf eine gewisse Art und Weise. Es wird auch Möglichkeiten geben, anders an Talentpunkte zu bekommen, allerdings sind die sehr rar gesät und man kann sich die nicht einfach bei Händlern kaufen. Wir streben im Prinzip an, dass man sich schon spezialisieren muss. Man hat natürlich zu jedem Zeitpunkt vollkommene Freiheit, in welche Disziplinen man investieren will. Aber ich denke, dass man mit einem voll ausgelevelten Charakter maximal 2,5, vielleicht 3 Disziplinen voll und ganz auswählen kann. Also es ist nicht mehr möglich, so ein totaler Allrounder zu werden. Liegt es daran, dass ihr für höherwertigere, ich nenne sie jetzt einfach mal Skills oder Talente, einfach mehr Talentpunkte verlangt, um die freizuschalten? Oder sind es einfach so viele in jedem Perk-Tree? Also der letzte Bug einer Disziplin kostet genauso viel wie der erste. Aber dadurch, dass es Pi mal Daumen mit Rängen 25 Erinnerungspunkte geben wird, die man in eine Disziplin investieren kann, kommt da doch eine ganze Menge zusammen. Also eine Klasse komplett auszubauen kostet eine Menge, obwohl jeder Perk nur einen Erinnerungspunkt kostet. Okay, und ihr levelt ja im Endeffekt primär über ein XP-System, aber ihr steigert eure Skills, sowas wie, nehmen wir mal das Skyrim-Äquivalent zu Schwertkampf, weiterhin ja durch Benutzung. Und kann ich die nur durch Benutzung steigern oder kann ich wie in Skyrim auch zum Trainer laufen und den bezahlen, dass der mich ein bisschen trainiert? Weder noch, Alex. Ich muss dich da ein bisschen korrigieren. Ähm, Unsere Skills steigen in der Reihe nicht durch Benutzung. Das war noch in Negim der Fall so. Das Feature haben wir aus mehreren Gründen gestrichen. Das heißt, du benötigst jetzt wirklich Lehrer, um einen Skill verbessern zu können. Es genügt nicht mehr, ihn anzuwenden. Allerdings haben wir das System komfortabler gemacht im Vergleich zu Nerim. Das heißt konkret, dass die benötigte Goldmenge zum Aufskillen eines Skills nicht mehr vom Level des Spielers abhängt. Somit ist es völlig unerheblich, ob ich einen Skill am Anfang skille oder ob ich es mit Level 20 tue. Der zweite Faktor, warum das System diesmal komfortabler ist, dass ich mir Skillverbesserung in Form von Lehrbüchern bei einem Lehrer kaufen kann. Konkret heißt es, ich kann mir Verbesserungen im Vornherein kaufen, wenn ich jetzt eine längere Reise in die weiten Gefilde Enderals plane. Ähm, und ich beabsichtige, da länger zu bleiben, habe in dieser Zeit 2 Level-Ups, kann ich mir im Vornherein die Lehrbücher dazu kaufen und an Ort und Stelle des Level-Ups diese in Verbesserungen investieren. Das hört sich klasse an. Ist also wirklich nicht mehr möglich, das durch Eigenbenutzung zu steigern. Das ist überraschend. Nachdem wir jetzt über Fertigkeiten geredet haben, lass uns nochmal auf diese Talente zurückkommen. Nico, könntest du mir denn mal grob beschreiben, wie eine Disziplin aussehen könnte? Also vom ungefähren Aufbauen, was ich damit am Ende anstellen kann. Ja, also da wäre zum Beispiel Spionage und die umfasst die beiden Fertigkeiten Schleichen und Taschendiebstahl. Und konkret heißt es jetzt, dass alle Perks mit diesen beiden Fertigkeiten zu tun haben. Die sind dann natürlich sehr komprimiert. Wir haben einige modifiziert, rausgenommen oder ausgetauscht. Also Perks, die wir für nicht so sinnvoll erachtet haben. Und es ist dann halt so, dass ich mich durch diesen Baum vorarbeite und halt Stück für Stück Erinnerungen freischalte, die in diese Disziplin passen. Also Schleichangriffe machen mehr Schaden, äh, eine Rolle, das kennt ihr sicherlich alle aus Skyrim. Und dann komme ich eben an 2 Punkten zu Erinnerungen, die diese sogenannten Talente freischalten, also diese Schautersätze könnte man sagen. Und ein Beispiel für einen Schaut, den man zum Beispiel am Ende der Spionagedisziplin lernt, ist Geisterlauf.
mithilfe dessen ich mich hinter einen Gegner teleportieren kann, ohne dabei entdeckt zu werden. Also wir hoffen halt, dass diese Talente das Kampfsystem und alles nochmal schön dynamisch machen. Das hört sich echt cool an. Vor allem, da wir jetzt auch gleich eine aktive Fertigkeit von dir oder ein aktives Talent vielmehr erklärt bekommen haben. Johannes, würdest du mir denn vielleicht noch eine passive Fertigkeit oder neue Perks oder sowas beschreiben und erläutern können? Ein Beispiel wäre einer der neuen Magierdisziplinen. Die haben Sinestra getauft. Ähm, Diese Disziplin umfasst eine ganze Reihe von Zaubern und Fähigkeiten, mit denen ich Objekte und Gegner manipulieren kann. Und wir haben als passive Fähigkeit an der Stelle eingebaut, dass ich hier einen Perk skillen kann, der meinen Telekinese-Zaubern, die es in Skyrim schon gibt, Schaden verleihen. Wesentlich mehr Schaden. Das heißt, ich kann Objekte per Telekinese-Zauber aufheben und auf Gegner werfen, um diesen Schaden zuzufügen. Damit nutzen wir auch dieses Telekinese- bzw. Physiksystem, das Skyrim von Haus aus mitbringt, auch in unserem Gameplay. Das heißt also, wir können Telekinese verwenden, um dem Gegner Schaden zuzufügen. Das ist korrekt. Das ist super. Gibt es noch weitere Fähigkeiten, die man jetzt nicht über die Talente, ja, über den Talenttree oder als Zauber erwirbt, sondern als Questbelohnung bekommen kann? Wir haben eine Reihe von Fähigkeiten eingebaut. Das sind insbesondere auch die Crafting-Perks, die es in Skyrim noch als eigenen Perk-Tree gegeben hat. Wir haben das nicht als so sinnvoll erfunden, dass wir die auf eine Ebene stellen mit Perks, die ich im Gameplay und im Kampf benutzen kann, weil die Wertigkeit eines Perks, der meine Verzauberung um 5% erhöht, nur um ein Beispiel zu nennen, ist nicht äquivalent zu einem Perk, bei dem ich direkt 20% mehr Schaden mache. Deshalb gibt es eine Reihe von passiven Fähigkeiten und Perks, die ich erwerben kann. Das heißt, ich kann mir die auch über Lehrbücher bei einem Lehrer kaufen. Die sind nicht von einem Skill notwendigerweise abhängig. Ich kann dieselben Verbesserungen finden, ich kann sie aber auch als Belohnung in einer Quest erwerben. Da wir gerade von Erwerben sprechen, kann man Fertigkeiten, also mit Zauber für den Magier vor allem, ganz klassisch wie in Skyrim beim Zauberbuchhändler kaufen? Oder wie kaufe ich mir meinen nächsten Feuerball oder schieße meine neue Eislanze ab? Du kannst einen Enderal-Zauber genau wie in Skyrim als unabhängige Zauberbücher bei einem Händler erwerben und dann auch erlernen. Das war es im Großen und Ganzen auch schon zum Fertigkeitensystem und wir kommen jetzt noch mit einem Überraschungsthema. Wir unterhalten uns jetzt noch etwas über die Hauptstadt von Enderal, das Kronjuwel des ganzen Landes namens Ark. Und meine erste Frage lautet, wie groß ist Ark denn, vor allem im Vergleich zu Erotin, der Hauptstadt von Nerem? Tolle an Ark ist, dass Ark, wenn man so will, zweigeteilt ist. Das bedeutet, es gibt zum einen Ark an der Oberfläche und Ark an der Oberfläche nimmt ungefähr dieselben Ausmaße an, wie das Erotin bei Nehrim schon tat. Und unter Tage oder unter der Oberfläche ist Ark noch bedeutend größer? Unter der Oberfläche teilt sich Ark nochmal in zwei weitere Ebenen. Wir haben eine Ebene bereits angekündigt und auch schon einen Screenshot veröffentlicht. Das ist die sogenannte Unterstadt. Das ist ein Armuts- und Elends-Slum unterhalb der Stadt, der auf einem Teil verlassener und verfallener Ruinen errichtet wurde, auf denen die Bewohner anschließend arg erbaut haben. Es gibt aber noch eine viel tiefere Ebene, die sogenannte verbotene Stadt. Und das ist so ein wenig sagenumwobener Ort, den die Bewohner Arks in der Regel ziemlich scheuen. Es ist auch eigentlich nicht legal, diesen Bereich zu betreten. Und was es damit auf sich hat, werden die Spieler dann im Laufe der Main Quest erfahren. Da wir ja gerade jetzt von der verbotenen Stadt geredet haben, es hört sich ja schon nach einem sehr sagenumwobenen und
mysteriösen Ort an? Gibt's dergleichen denn mehr? Also gibt's mehr besondere Gebäude oder Orte in dieser Stadt, die man unbedingt gesehen hat und über die man sprechen sollte, weil sie einfach nicht alltäglich sind? Naja, also wir haben uns auf jeden Fall bemüht, ähm, einige, sage ich mal, Eyecatcher in Arc zu platzieren. Also man hat da zum einen Gebäude wie das Theater, das Badehaus, das ist ein kolossales Badehaus jetzt in den reicheren Vierteln logischerweise. In der Unterstadt hat man halt viele verwinkelte Gassen oder rauchige Spelunken, die sich auf jeden Fall auch lohnt, der Optik wegen zu besuchen. Und ich sag mal, du hast Arc vorhin so schön das Kronjuwel Endereis genannt. Ich würde sagen, das Kronjuwel Arcs ist der Sonnentempel. Da haben wir auch schon Concepts und Work in Progress von einem 3D-Modell veröffentlicht. Der ist im Prinzip dieser gigantische Tempel, diese riesige Festung, die über der Hauptstadt thront und die Dreh- und Angelpunkt auch der Geschichte sein wird. Also ja, es gibt viele Sehenswürdigkeiten, viele sagenumwobene Orte, die der Spieler besuchen kann. Ark hört sich nach einer wirklich großen Stadt an und genau das war in Nerem bei Erotin das Problem. Denn in Erotin hat sich das Engine bedingt verdammt abgeruckelt, also es war selbst auf einem sehr guten System kaum möglich, Nerem in Erotin flüssig zu spielen. Wird es dann jetzt diesmal besser sein oder müssen wir wieder mit Bildwiederholungsraten unterhalb der 30 Frames per Second leben können? Das müsst ihr diesmal sicherlich nicht tun, denn zum einen bringt die Creation Engine eine ganze Reihe von besseren Optimierungstechnologien mit sich. Da wäre zum Beispiel Occlusion Culling zu nennen. Das ist eine Technologie, bei der eine Verdeckungsabfrage stattfindet und bei der Objekte bei dem Rendering-Prozess ziemlich früh aus der Berechnung rausgekeult werden, um die Rechenleistung zu sparen, wenn sie von anderen Objekten verdeckt werden. Du musst es dir bei Erotin so vorstellen, dass alle NPCs und Häuser, die eigentlich gar nicht sichtbar waren, trotzdem im Hintergrund berechnet wurden. Und durch geschickte Optimierung und das Hinzufügen von Objekten, die die Sicht auf besonders polygonlastige und performancelastige Objekte an kritischen Stellen verhindern, ist es uns gelungen, die Performance in Arc so weit zu steigern, dass Arc im Moment flüssiger läuft als jeder andere Teil Enderal, weil wir hier wirklich jeden einzelnen Frame herausgekritzelt haben aus den Möglichkeiten, die die Creation Engine uns bietet. Das hört sich ja wirklich klasse an, dass ihr das Spiel wirklich so optimiert. Das ist toll. Wie sieht es denn mit der Lebendigkeit von Ark aus? Also in Skyrim ist das ja schon besser geworden, aber in Oblivion wirkten die Städte und ja teilweise schon recht leblos. Es fehlten Kinder, gut, die wird es jetzt geben. Es fehlten Tiere, es fehlten Menschen mit einem Tagesablauf, den man auch bemerkt. Wird das jetzt in Enderal besser sein? Naja, wir geben auf jeden Fall unser Bestes und wir haben uns auch wirklich bemüht, durch zufällige Gespräche und ja, so manche Szenen, die man dann halt einfach beobachtet mal in der Stadt, dem Ganzen wirklich Leben einzuhauchen. Das sind dann halt auch Gespräche, die nicht so nach einem 0815 Konzept verlaufen, sondern halt auch Witz, Humor oder, naja, sage ich mal, einfach Tiefe haben und die sich einfach lohnt zu hören. Und wir hoffen auf jeden Fall, dass dadurch die Stadt lebendig erscheinen wird. Noch hinzuzufügen ist, die Gespräche sind nicht zufallsgeneriert. Also es ist nicht so, dass es so Kuchenform Antworten sind, die alle aufeinander passen, sondern die sind dann schon alle auch ausgeschrieben und aus. Wir sind da eigentlich relativ zuversichtlich. Eine letzte Frage zu Ark. Wo liegt es denn im Land und klimatisch? Haben wir da Tropenklima oder ist es schon etwas gemäßigter? Ark liegt in der Region, die sich Harzland nennt und die ist, wie der Name schon vermuten lässt, genau im Zentrum von Enderal angesiedelt. Und an dieser Stelle hast du ein relativ gemäßigtes Klima. Da Ark relativ horizontal an einem Berghang gebaut ist, hast du in höheren Lagen aber auch schon ein bisschen kälteres Setting. Das heißt, da weichen dann schon Laubbäume irgendwelchen Nadelbäumen. Das heißt, wir haben sogar in der Stadt eine leichte Abstufung, weil die Stadt horizontal gebaut ist, aber sie befindet sich auf der gemäßigten Zone. So,
Das war jetzt eine Menge Info. Wir haben allgemein erfahren, was Enderal ist. Wir sind auf viele Spielerfragen eingegangen und wir haben uns mit dem Talent, Fertigkeitensystem sowie mit der Hauptstadt näher auseinandergesetzt. Jetzt komme ich aber noch mit einer ganz persönlichen Frage an die beiden Entwickler, Nico und Johannes. Warum denkt ihr denn, dass Enderal ein besonders gutes Spiel ist oder was gefällt euch am besten an Enderal? Also ich persönlich denke, dass Enderal ein gutes und vielleicht auch großartiges Spiel für manche Leute werden wird, weil es bisher danach aussieht, als gelinge es uns, die Stärken eines Open-World-Spiels mit der storytechnischen Tiefe und Komplexität eines Storytitels wie Mass Effect zu verbinden. Natürlich innerhalb unserer Limitierungen. Aber derzeit schaut es wirklich ganz danach aus, als würde uns das gelingen. Und wenn das der Fall ist, dann denke ich, wird es eine ganz einzigartige Erfahrung werden. Das hört sich wirklich mal überzeugt an. Nico, du scheinst Feuer und Flamme für das Projekt zu sein. Aber Johannes, wie siehst du das? Warum wird Enderal so toll? Ich habe von dem, was Nico gesagt hat, nicht mehr so wahnsinnig viel hinzuzufügen, weil ich dem größtenteils zustimmen kann. Es ist jetzt sehr schwer, ohne zu selbst überzeugt in unserem Projekt dabei zu klingen. Auf was ich auch ziemlich stolz bin, ist, dass wir es schaffen, diesen schmalen Grat zu treffen. Diesen schmalen Grat, ähm, dass wir das Maximale aus unseren Kapazitäten, aus unserem Team herausholen können, um das bestmögliche Spiel zu machen, ohne uns gleichzeitig zu überarbeiten, das heißt, in einer Liste von unzähligen Features zu verlieren, die niemand mehr umsetzen kann. Denn das ist die große Herausforderung und das große Problem, an dem auch viele Mods zugrunde gehen, dass Modder oft dazu tendieren, dass sie sich mehr Ziele setzen, mehr machen möchten in ihrer Mod, als sie eigentlich von ihrer Teamgröße her machen können. Und ich denke, dass wir da einen ziemlich guten Mittelweg finden und dass es uns auch gelingt, diese Open-World-Aspekte zu verbinden mit der Story, die wir haben und der Komplexität des Ganzen, auch der Komplexität des Skillsystems, die nochmal eine Ecke größer ist als die von Skyrim, aber komplex, ohne kompliziert zu sein. Und die Vielzahl verschiedener Settings und Regionen, die dann ihre Immersion erzeugen. Und ich denke, dass wir auch aus Nerim eine Menge dazugelernt haben. Und infolgedessen die Kernfeatures und die Stärken von Nerim beibehalten, aber die Punkte, die Leute kritisiert haben, auch konsequent verbessern, sodass wir hoffen, dass wir qualitativ Nerim noch überbieten können. Eine letzte Frage noch und dann machen wir auch Schluss, denn das hat jetzt wirklich wie immer länger gedauert als geplant. Und ich glaube, ich kenne die Antwort schon, aber für euch Zuhörer und Fans muss ich sie leider stellen. Wann wird Enderal veröffentlicht werden? Nachdem ihr uns so viel Tolles über dieses Spiel erzählt habt, wollen wir wissen, wann wir es endlich zocken können. Also, Es wird veröffentlicht werden, wenn es fertig ist. das klingt jetzt, das klingt jetzt sicher so ein bisschen verplant, chaotisch oder vielleicht auch ein bisschen so, als trauen wir uns einfach nicht, den Termin zu nennen. Aber wir haben einen sehr konkreten Release-Termin, den wir anpeilen. Nur ich habe dir im Laufe des Interviews schon gesagt, dass wir leider als Mod-Team keine Firma sind. Wir können keine Leute ersetzen, wenn sie abspringen. Das heißt, wir sind der Motivation unserer kostbaren und fleißig arbeitenden Mitglieder ausgeliefert und wenn nur einer davon, das kann auch irgendein privater Grund sein, für den niemand etwas kann, nicht mehr so viel Zeit aufbringen kann, dann verschiebt sich der Release schon gleich um einige Wochen. Und deshalb ist es so schwer für uns, hier Angaben zu machen, weil wir möchten auch keine Angabe machen, die wir dann nicht halten können. Und das versteht ihr auch sicher. Wir möchten auch nicht, dass wir eine Release-Angabe machen und dann unter Zeitdruck geraten, diese auch auf Teufel komm raus einhalten zu müssen, selbst wenn wir verschiedene Features nicht einhalten können oder nicht umsetzen können, weil die Zeit dann doch nicht gereicht hat. Wie gesagt, es gibt einen geplanten Release-Termin.
Es gibt einen konkreten Projektplan, es gibt konkrete Milestones und wir arbeiten hart daran, diese Vorgaben auch einzuhalten. Aber da wir keine Firma sind und kein Budget haben, sind wir den Windungen oder den Rändern des Schicksals da ein bisschen ausgeliefert. Und deswegen möchten wir keinen Termin bekannt geben, solange es nicht zu 100% sicher ist, dass er gehalten werden kann. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Interview. Mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sprechen uns mal wieder. Liebe Zuschauer, das waren Nico und der Johannes. Auf Wiedersehen und tschüss. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.